Deine Mitarbeitenden werden sie lieben. Staff-Based Shorts für authentische Updates. Ein Video mit dem Smartphone aufnehmen und direkt teilen. Das macht Neuigkeiten und besondere Momente viel lebendiger. Die Kurzvideos geben deinen Mitarbeitenden ein vertrautes Nutzererlebnis, das sie von Social Media kennen und das die Themen aus dem Unternehmen greifbarer macht. Die neue Aufgabenverwaltung hilft Mitarbeitenden, ihre Arbeit zu strukturieren, ohne die App verlassen zu müssen, die sie ohnehin täglich nutzen. Sie sehen alle Aufgaben und verfolgen den Fortschritt an einem zentralen Ort. Für klare Prioritäten und reibungslose Zusammenarbeit. So bleiben alle fokussiert und behalten den Überblick über ihre Aufgaben. Mit der neuen Self-Service-Seite für KI-Einstellungen können Admins alle KI-Features zentral im Studio ein- oder ausschalten. Das schafft Übersicht und Kontrolle über alle Funktionen. Für einen verantwortungsvollen Einsatz von KI. Für Mitarbeitende bedeutet das mehr Transparenz und Vertrauen in die KI-Tools, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen. Unsere neuen Seitenstatistiken zeigen dir, wie gut Inhalte wirklich ankommen und was die Mitarbeitenden am meisten interessiert. Anhand von Aufrufen, Besuchertrends, Klickpfaden und Zielgruppeninfos. Diese Erkenntnisse helfen dir, relevantere Inhalte zu erstellen. Außerdem neu im Analytics Dashboard Statistiken für die Suche und Hashtags, die dir zeigen, wonach Mitarbeitende suchen und womit sie interagieren. Wenn du die Suchintention und die Performance einzelner Hashtags verstehst, erkennst du Trends im ganzen Unternehmen. Diese Insights verbessern die Auffindbarkeit deiner Inhalte, damit alle schneller finden, was sie brauchen. Der Gruppenbuilder macht die Verwaltung von regelbasierten Benutzergruppen effizienter. Dank Optionen wie präziser Regeln, Ausschlusslogiken und der Möglichkeit, einzelne BenutzerInnen hinzuzufügen oder auszuschließen. Neu ist der CSV-Upload, um große Gruppen schnell anzulegen. So kannst du Inhalte zielgerichtet ausspielen und Mitarbeitende sehen nur das, was für sie relevant ist. Du kannst jetzt detaillierte Performance-Daten für jede gesendete E-Mail abrufen. Filtere nach Kampagne, Zielgruppe oder Zeitraum und exportiere dann Öffnungen, Klicks, Gerätetypen und Engagement-Trends in einer einzigen Datei. Das gibt dir noch mehr Möglichkeiten zu analysieren, welche Botschaften ankommen, wo es Abbrüche gibt und wie unterschiedliche Zielgruppen reagieren, damit Mitarbeitende klare, wirkungsvollere Kommunikation erhalten. Personalisierte E-Mails trotz großem Verteiler. Füge einmalige Personalisierungstags in den Betreff, den Vorschautext oder den Hauptteil ein. Lade dann eine CSV-Datei hoch, um deine benutzerdefinierten Daten zur Personalisierung zu verwenden. Stelle nur sicher, dass die erste Spalte deiner CSV-Datei Identifier heißt, damit die Zuordnung funktioniert. Das ermöglicht dir eine reichweitenstarke Kommunikation mit einer persönlichen Note, die für alle Mitarbeitenden relevant ist. Dank einer Erweiterung der E-Mail-Statistiken kannst du jetzt genauer sehen, wie Mitarbeitende mit E-Mails interagieren. Filtere Öffnungen und Klicks nach Gerätetyp, Smartphone, Tablet oder Desktop, um zu sehen, wo Inhalte gelesen werden. Die E-Mail-Lesezeiten zeigen, wie lange Mitarbeitende bei deinem Content bleiben. Das macht es einfach zu erkennen, was die Aufmerksamkeit fesselt und wo Nachrichten verpuffen. So erstellst du E-Mails, die Mitarbeitende wirklich lesen wollen. Vorlagengalerien für Spaces stellen jetzt sicher, dass Redaktionsteams nur mit den Vorlagen für ihren Space arbeiten. Wenn eine Vorlage nur in Space A verfügbar sein soll, ist sie in Space B überhaupt nicht zu sehen. Das hält das Design konsistent, reduziert Fehler und stellt sicher, dass Mitarbeitende bei jeder E-Mail eine klare, wiedererkennbare User Experience haben. Der E-Mail-Bereich im Studio erhält einen neuen Menüeintrag namens E-Mails, der alle Entwürfe geplanten und gesendeten E-Mails in einer einzigen Ansicht zusammenführt. Du kannst suchen, filtern und sortieren, basierend auf deinen Berechtigungen. Wenn du den Space wechselst, passt sich die Liste automatisch an. Du siehst immer den richtigen Content, ohne Ordner wechseln zu müssen und kannst schneller und koordinierter an die Mitarbeitenden kommunizieren. Wir haben den Berechtigungen für OrdnerredakteurInnen eine Steuerung auf Ordnerebene hinzugefügt. Sie legt fest, wer tatsächlich senden kann. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können OrdnerredakteurInnen E-Mails erstellen und Testmails senden. Aber sie können nicht vorplanen oder geplante Sendungen ändern. Das hält die Erstellung flexibel und gibt Admins gleichzeitig eine strengere Kontrolle über die Qualität der E-Mails.